Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger körperlicher Bewegung und saisonalen regionalen Nahrungsmitteln schützt Klima und Umwelt und ist gleichzeitig die beste Art, um einer Insulinresistenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht vorzubeugen. Zu einem gesunden Lebensstil gehören eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, die Vermeidung bzw. Reduzierung von Tabak und Alkohol, weniger Stress und ausreichend Schlaf. Wer beispielsweise im Alltag öfter mal Fahrrad fährt oder läuft, reduziert Treibhausgase, Feinstaub und Stickoxide und sorgt nebenbei für mehr Bewegung. Das beugt verschiedenen Erkrankungen sowie Übergewicht vor und damit der Entstehung von Typ-2-Diabetes. Denn Bewegung senkt den Blutzuckerspiegel und steigert die Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin, allerdings nur kurzfristig. Es ist daher besonders wichtig, sich regelmäßig zu bewegen und möglichst viel Bewegung in den Alltag zu integrieren. Unser westliches Nahrungsmittelsystem ist sehr energieintensiv und verursacht etwa 1/4 der globalen Treibhausgasemissionen. Außerdem verleitet es zu einem Überkonsum von verarbeiteten, kalorienreichen und tierischen Produkten mit viel Salz, Zucker und gesättigten Fetten. Das schadet unserer Gesundheit und verursacht Übergewicht. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte ein internationales Team ein umweltfreundliches Ernährungskonzept. Die sogenannte planetare Gesundheitsdiät empfiehlt zum Beispiel, den Verzehr von Fleisch und Zucker zu halbieren, den Konsum von Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst und Nüssen dagegen zu verdoppeln. Zudem sollte beim Einkaufen auf die Herkunft der Produkte geachtet werden. Möglichst unverpackte, frische Produkte aus der Region, ohne weite Transportwege. Und Produkte, die nicht in beheizten Treibhäusern angebaut wurden. Diese sind besonders nachhaltig. Übergewicht, Fehlernährung und Bewegungsmangel erhöhen das Risiko für eine Insulinresistenz. Daraus kann ein Typ-2-Diabetes entstehen. Denn das Hormon Insulin ist notwendig, damit Zucker, also Glucose, aus dem Blut in die Körperzellen gelangt. Bei Menschen mit einer Insulinresistenz reagieren die Körperzellen weniger empfindlich auf Insulin, weshalb der Blutzuckerspiegel steigt. Auch Personen mit Typ-1-Diabetes können bei einem ungünstigen Gesundheitsverhalten eine Insulinresistenz entwickeln. Dadurch wird, ähnlich wie beim Typ-2-Diabetes, immer mehr Insulin benötigt, um die Blutzuckerwerte im Normbereich zu halten. Umgangssprachlich ist dann die Rede von einem Doppeldiabetes. Eine gesunde Lebensweise beugt auch diabetesbedingten Folgeerkrankungen effektiv vor. So reduziert sich dadurch das Risiko für zahlreiche Erkrankungen. Es ist also für alle Personen mit Diabetes sinnvoll, gesund zu leben und natürlich auch für alle anderen, für sich selbst und der Umwelt zuliebe. Weitere hilfreiche Informationen zur Diabetesvorbeugung und zum Leben mit Diabetes finden Sie auch auf diabinfo.de.